Wie hast du gewählt? Ein aktuelles Thema mit einem viel tieferen Hintergrund, als wir im Moment vermuten könnten. Doch zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal. Ich möchte auch gleich an dieser Stelle mich bedanken. Es hat wieder einige Unterstützer in den letzten 14 Tagen für unser Segensprojekt gegeben, das ja sehr voranschreitet. Wir sind gestern erst zurückgekommen von unserer Reise durch Spanien und Frankreich. Reise ist vielleicht übertrieben, wir sind wirklich nur Flughafen zum Ort geflogen und weiter geflogen. Also es war sehr, sehr stressig, denn die Zeit drängt und damit hat auch unser heutiges Thema irgendwie zu tun. Morgen geht es schon wieder weiter, daher wird das heute ein kurzes Video, weil Reinhard muss es noch schneiden. Morgen geht es nach England. Ich kriege richtig Druck von Amira, dass das Projekt so schnell als möglich fertig sein soll. Gut, ich tue mein Bestes. Es hat sich auch jetzt ein ganz liebes Ehepaar gefunden, was eine Kugel nach Zypern bringt im Oktober noch. Und da ist dann auch der untere Raum, auch ein Teil von der Türkei mit abgedeckt, was sicher sehr, sehr gut ist, wenn wir auch da die Energie hinbringen. Ich möchte mich nun bedanken bei der Dora Grönig, Walburga Brunner, Herbert Wasserbauer, Christoph Biegel, Yvonne Zwicker, Margit Meyer und Flachs Ingrid. Danke für eure Unterstützung. Doch nun tauchen wir gleich in das Thema ein, wie hast du gewählt? Gestern waren ja die Wahlen in Österreich und da stellt sich die Frage, können wir überhaupt was beeinflussen mit unserer Wahl? Steht das alles sowieso schon fest? Wie wird es weitergehen? Nicht nur in Österreich, sondern in Europa, aber auch in der ganzen Welt. Die Tendenzen, ihr wisst es, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, geht ja auf totale Globalisierung, auf Digitalisierung, der gläserne Mensch. Und das ist die Frage, können wir noch das Ruder herumreißen? Wie schaut es aus und was möchte Amira dazu sagen? Das Thema hat sie mir vorgeschlagen. Wie hast du gewählt? Und sind wir gespannt, was sie dazu zu sagen hat. Ich begrüße euch ganz herzlich, meine Lieben. Das Thema des heutigen Tages, wie hast du gewählt, ist sehr, sehr wichtig, denn wie ich euch beim letzten Mal gesagt habe, seid ihr nun in die alles entscheidende Phase eingetreten. Und vielleicht, wenn wir zurückgehen, noch vor 20 Jahren hatte es keinen so großen Einfluss, wie zum Beispiel eine Wahl ausgefallen ist, eine Berufswahl oder nehme ich diese Wohnung oder jene Wohnung, ziehe ich dorthin oder dahin. Das Leben hatte zwar einen persönlichen Verlauf, aber Entscheidungen waren nicht so gewichtig wie jetzt. Denn in dieser Phase gibt es kein vielleicht mehr, sondern nur mehr eine klare Entscheidung. Und das betrifft nun euer ganzes Leben. In dieser Phase, in die ihr jetzt eingetreten seid, entscheidet ihr euch mit allem, was ihr tut, für euren Weg. Und die Zeit, wo ich sage, viele Wege führen nach Rom, wie ihr diesen Spruch habt, äh, ist jetzt vorbei. Es gibt nur mehr einen richtigen und einen falschen Pfad. Vor allem was persönliche Entscheidungen anbelangt. Ihr werdet in nächster Zeit immer wieder vor Entscheidungen gestellt sein. Manchmal ganz kleine Entscheidungen,
trenne ich mich von diesem Menschen, dieser Freundin, diesem Freund? Äh, Möchte ich meine Partnerschaft weiterführen? Bleibe ich in dieser Firma? Ziehe ich in diese oder in jene Wohnung? Oder auch das, was euch aufdoktiert wird in nächster Zeit, angefangen von Maßnahmen, die geplant sind von Seiten der Regierungen. Und da rede ich wirklich Regierungen, nicht nur von einem einzelnen Land. Mache ich da mit oder nicht? All diese Punkte von persönlichen bis über gesteuerten äh, Entscheidungen, wo man sich entscheiden muss, mehr oder weniger. Das beeinflusst deine Zukunft, aber nicht nur für diese Inkarnation, sondern ihr müsst jetzt größer denken, wirklich darüber hinaus. Geht ihr den Weg des Lichts oder geht ihr den einfachen Weg, der ins Verderben führt? Und an dieser Kreuzung sind wir jetzt schon vor einigen Wochen eingetreten sozusagen. Und diese Zeit, wo die Wege noch parallel gehen, die ist so gut wie vorbei. Das bedeutet für dich, jede Entscheidung, die du jetzt triffst, hat wirklich einen ganz großen Einfluss auf deine Zukunft. Und mit Zukunft meine ich nicht nur dieses Menschenleben, das du jetzt hast. Denn es macht einen Unterschied, wenn ich jetzt schon 60 bin und sage, ja, Lebenszeit ist so um die 80, 85, ja, die 20 Jahre werden wir schon noch irgendwie hinkriegen. Nein, so dürft ihr bitte jetzt nicht denken. Denkt groß, denkt an die Ewigkeit, denkt an viel mehr, denn ihr seid viel mehr als euer Körper, eine begrenzte Lebensspanne. Gerade die Zeit, in die wir eintreten, bringt extreme Veränderungen. Und hier musst du dich wirklich entscheiden für den hellen oder den anderen Pfad. Und jetzt seid ihr auch in eine Phase eingetreten, wo ihr euch selber entscheiden müsst, wo ihr nicht mehr abgeben könnt an andere. Früher hat man halt irgendjemanden gefragt, so soll ich das oder jenes machen oder was machen die meisten, das mache ich auch. Nein, diese Zeit ist jetzt vorbei und jede Seele muss die Konsequenzen für ihre Entscheidungen tragen. Das kann euch jetzt niemand mehr abnehmen. Doch, ich habe ja gesagt, ihr habt alle eure Helfer und die stehen schon an eurer Seite, um euch bei den guten Entscheidungen zu helfen. Und jetzt ist es eben ganz wichtig, wichtiger denn je, dass ihr euch jeden Tag Zeit nimmt für Meditation, für Innenschau und dazu möchte ich euch auch eine kleine Übung mitgeben auf den Weg, die euch helfen soll, richtige Entscheidungen zu treffen, die euch helfen soll, euch anzubinden an eure Schöpferkraft, an das Göttliche, damit ihr auch wirklich gute Entscheidungen trefft und dass ihr auch den Mut habt, den Weg der Wahrheit, den Weg des Lichts zu gehen. Ich habe euch schon sehr, sehr viele Übungen gegeben. Alle, die jetzt neu sind auf dem Kanal, bitte schaut ein bisschen die Videos durch von der Lydia. Da sind sehr viele Anleitungen zu Meditationen, wie man noch Schattenarbeit auflösen kann, wie man Entscheidungen treffen kann, wie man das Energiefeld reinigt. Also bitte schaut da, wenn ihr irgendwo spürt, ihr habt da noch Ängste, ihr habt da noch Mankos, dann schaut bitte da gibt es eben schon sehr viel. Wir machen heute nur eine ganz kurze Anbindung. Das kann man dann ganz schnell machen, wenn man
die anderen Übungen und alles schon gemacht hat und schon fortgeschritten ist sozusagen. Alle anderen, bitte schaut euch die alten Videos an. Da ist sehr viel drinnen. Ich habe euch ja vorbereitet, genau für diese Zeit, die letzten 2 Jahre, damit ihr gut gerüstet seid in diesen alles entscheidenden Monaten, die wirklich eure Zukunft und die Zukunft der Menschheit entscheiden. So, aber jetzt diese aktuelle kurze Übung. Schließe deine Augen. Atme Liebe ein und Liebe aus. Konzentriere dich auf dein Zentrum, auf dein Herzzentrum. Das dehnt sich aus. Spüre, wie du weiter wirst. Sodass du wirklich von Halschakra bis zum Sexualchakra diese Weite spüren kannst, die du jetzt gemacht hast. Stell dir vor, dass du hier nun eine goldene Kugel einsetzt. Du hast jetzt einen Lichtball praktisch in dir mit ungefähr 40, 45 Zentimeter Durchmesser, je nachdem, wie groß und wie du gebaut bist, kann es auch etwas größer sein. Nimm dieses goldene Licht jetzt in diesem Bereich auf. Atme 3-mal ganz tief in dein Herz und stell dir dabei vor, wie sich dieser Lichtball, diese Lichtkugel mit reiner Liebe füllt. Du hast jetzt 3-mal Liebe ein und Liebe ausgeatmet. Und nun stell dir vor, wie du diese Kugel zum Rotieren bringst. Die Kugel dreht sich von dir aus gesehen nach rechts weg. Also rechte Hand nach rechts dreht sich diese Kugel weg, während sie in dir bleibt. Die Kugel bleibt bei dir, in dir und beginnt nun immer schneller zu rotieren, sich zu drehen. Du gibst dir nun den Auftrag, alles, was nicht zu dir gehört, alle Fremdbeeinflussungen, alle Manipulationen aus deinem System zu entfernen. Egal, ob es sich um Implantate, Strahlungen oder sonstige Druckmittel, die deine Wahrnehmung stören, handelt.
Die Kugel dreht und dreht. Sie wird immer schneller. Sie beginnt sich nun zu bewegen. Sie geht zuerst nach unten, bis eine Kugelbreite unter deine Füße, stoppt, beginnt sich nun in die andere Richtung nach links zu drehen, rotiert sehr, sehr schnell, kommt wieder hoch bis zur Ausgangsposition, dreht nun nach links drehend weiter hoch bis eine Kugelhöhe über deinem Kronenchakra. Hier bleibt sie wieder stehen, beginnt rechts zu rotieren und geht wieder in die Ausgangsposition zurück. Wenn du dich gereinigt fühlst, dann bist du nun fertig. Wenn du das Gefühl hast, du bist immer noch fremd beeinflusst, dann lass du die Kugel einfach ein zweites Mal rotieren. Sprich, sie geht nochmals nach rechts, hinunter bis unter die Füße, unter die Fußsohlen, ändert ihre Richtung, kommt wieder hoch, linksdrehend, über dein Kronenchakra, wo sie wieder stehen bleibt und sich dann wieder nach rechts dreht und wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Du kannst noch ein paar Mal tief atmen und dir dabei vorstellen, wie sich die Kugel nun auflöst. Mit dieser Übung, die nur 2, 3 Minuten dauert, kannst du gut den Tag starten und dich wirklich von diesen ganzen Manipulationen, die eben über alle Kanäle sozusagen hereinkommen, dass du dich da befreist und dann wirklich eine Entscheidung für dich treffen kannst, die von dir kommt, die deine Entscheidung ist und die dir nicht von außen sozusagen implantiert worden ist. Ich liebe euch alle und ich hoffe, dass viele, viele, viele Menschen den Weg des Lichts gehen, den Weg der Wahrheit gehen, auch den Mut aufbringen, diesen Pfad zu gehen, der eng und schwierig ist. Die nächsten Wochen und Monate werden eine Herausforderung, aber das ist immer so, wenn ganz große Umbrüche kommen und sind und habt immer in eurem Herzen, dass ihr geschützt, geliebt, gesegnet seid, dass ihr geführt seid, wenn ihr es zulässt, dass wir an eurer Seite sind. Ihr habt so viele Helfer, so viele geistige Unterstützer. Ihr seid nie alleine. Ruft uns auch, wenn ihr Hilfe braucht. Ihr könnt, je nachdem wie ihr wollt, euren Engel rufen.
Ihr könnt auch uns rufen, die wir euch unterstützen. Es gibt eben sehr viele Sternengeschwister, die da auch an eurer Seite sind. Wir arbeiten da Hand in Hand, auch mit den Engeln zusammen. Also wichtig ist, dass ihr das Licht ruft. Das geht auch nicht anders, wenn ihr vorher die Kugelübung macht. Da seid ihr in einer sehr hohen, reinen Schwingung und da können die Dunkelkräfte gar nicht zu euch vordringen. Also da sind eure Helfer dann da und ihr seid da wirklich auch geführt und geschützt. Ich erinnere euch auch noch auch an das 3G-Happy-Lied, geführt, geschützt, gesegnet. Das hilft auch immer sehr, wenn ihr in einer Gefahr seid, wenn ihr auch Entscheidungen treffen müsst, dass ihr das Richtige tut. Macht auch gute Laune, denn Angst und Depression ist das, was wir jetzt auf gar keinen Fall brauchen. Also auch da habt ihr ein gutes, einfaches Mittel, was die Laune hebt, was aber auch gut schützt. Für heute ziehe ich mich zurück. Seid gesegnet. Danke, liebe Amira. Danke auch euch, dass ihr dabei wart. Verzeiht, meine Stimme ist heute ein bisschen anders. Ich habe mir eine starke Verkühlung eingefangen auf der Tour und es ist jetzt ein bisschen schwierig da schön zu sprechen, aber ich hoffe, ihr habt mich gut verstanden. Alles Liebe und drückt mir die Daumen, dass auch die Kugeln gut in England ankommen, wo ich ja jetzt hinfliege. Wahrscheinlich schon dort bin, wenn ihr das Video hört. Und ja, dann bis nächstes Mal. Passt auf euch. Ich habe euch lieb und wir schaffen diese Endphase. Sei glücklich.